Tanja hier. Ich habe gestern ein interessantes Gespräch gehabt und das hat mich auf die Idee gebracht, dieses Video zu machen. Und zwar als kleinen Reminder, dass nichts, was ihr tun könnt, irgendwas am Outcome ändert. Das heißt, ob du ein Bettler auf der Straße wirst oder ob du reich und berühmt wirst oder ob du irgendetwas zwischen diesen beiden Extremen wirst, hat nichts mit dir zu tun, gar nichts. Du kannst gerne alles machen, du kannst zu den Engeln beten, du kannst meditieren, du kannst Wicca-Zaubersprüche machen, du kannst versuchen, irgendetwas zu visualisieren oder manifestieren. Aber du musst dich von dem Gedanken verabschieden, dass irgendetwas davon mit dem Outcome zu tun hat. Das Outcome wird einzig und allein vom Schicksal entschieden. Und es ist natürlich so, dass nichts gegen diese Dinge einzuwenden ist. Ja? Das ist nichts Schlechtes, wenn man betet oder Zaubersprüche macht oder meditiert oder was visualisiert oder was auch immer. Aber es hat letzten Endes gar nichts mit dem Outcome zu tun. Das ist ja auch eines der wichtigsten Erkenntnisse aus der Bhagavad Gita. Oder wenn man die Bücher von Werner Ablass liest, dann kommt man immer wieder auf denselben Punkt. Das Schicksal entscheidet alles und du entscheidest nichts, weil du existierst ja nicht. Ich bin da so klar und ich habe trotzdem immer wieder das Gefühl, dass das wechselt. Ne? Also wenn man auf diesem Weg ist, merkt man, es gibt diese Kontraktion und die Expansion. Ja, wenn man in der Kontraktion ist, geht man davon aus, man wäre ein eigenständiger Mensch mit einem freien Willen, mit Entscheidungsfreiheit und mit Entscheidungsmöglichkeit. Wenn man aber in der Expansion ist, merkt man, mein Gott, dieses eigene personalisierte Ich hat es ja gar nie gegeben und deswegen habe ich auch nie irgendetwas falsch machen können, weil alles, was ich gemacht habe, war genau das, was meine Figur in diesem Spiel machen sollte. Und das trifft ja auch auf alle anderen zu, weil es ja sowieso keine Unterscheidung ist, weil ja das Selbst und die anderen sowieso eins sind innerhalb eines Bewusstseins. Und wenn man sich einmal in die Stille setzt und hinsetzt und drüber nachdenkt, wird das so klar und so eindeutig, dass alles genau richtig ist, wie es läuft und dass man nie irgendetwas falsch gemacht hat. Nie. Also gar keine Entscheidung, die du je getroffen hast und nichts, was du je gesagt oder getan hast, war falsch. Weil alles genau so gehört, wie es ist. Immer. Es ist einfach so leicht und so easy. Ja, jedenfalls wollte ich das nur kurz klarstellen und ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr geht ein bisschen in die Natur und habt ein bisschen frische Luft und macht es gut. Denkt nicht zu viel nach. Es macht keinen Unterschied.